Hallo meine lieben Gamer und willkommen zu diesem großen Lenkradvergleich auf der PlayStation 4. Ich habe hier 3 Lenkradmodelle am Start, die allesamt sehr sehr gut sind und eher im höherpreisigen Segment angesiedelt sind. Es handelt sich dabei um den Klassiker, das Logitech G29, um das recht gute Modell Thrustmaster T300 RS und um das höherwertige Modell Fanatec CSL Elite Racing Wheel. Alle 3 Lenkräder sind komplett kompatibel zur PS4, allerdings nicht mit jedem PS4-Spiel, aber zumindest mit den Rennsimulationen wie Project Cars oder Assetto Corsa oder Dirt 4. Damit funktionieren die alle wunderbar. Obendrein funktionieren alle auch am PC ohne Einschränkungen bzw. mit dem entsprechenden Treiber. Und jetzt will ich die 3 Modelle mal direkt vergleichen, vor allen Dingen in einem Praxistest und natürlich auch in Sachen Ausstattung und Preis. Kommen wir als erstes zur Ausstattung. Wir fangen gleich mal mit dem G29 an. Das hat einen kleineren Lenkradkranz als die Konkurrenz. Das heißt, das Lenkrad wirkt ein bisschen, ja, nicht spielzeugmäßig, aber ein bisschen eher für kleinere Hände fast schon. Es hat allerdings einen Lederüberzug. Ich glaube, das ist ein Kunstlederüberzug und einen netten Metallring oben dran. Tastenanordnung finde ich etwas verwirrend. Allerdings sind alle nötigen PlayStation-Tasten da, inklusive Share- und Option-Taste. Das ist allerdings auch bei jedem anderen Modell der Fall. Was es noch zusätzlich als Gimmick hat, ist dieses Drehrad, das von Project Cars und auch von Gran Turismo hoffentlich dann unterstützt wird. Das ist das Schnelltuning-Setup, das ihr hier aktivieren könnt. Das ist eine nette Idee. Und ihr habt natürlich Schaltwippen am Lenkrad zum Hoch- und Runterschalten. Ganz ähnlich natürlich auch beim Thrustmaster T300 RS. Da ist die Tastenanordnung deutlich aufgeräumter. Und ich muss das hier mal aus der Nähe zeigen. Deutlich aufgeräumter, auch inklusive Share- und Options-Taste. 2 Tasten, das ist ein bisschen komisch, verstecken sich an der Lenkradbasis, nämlich L3 und R3. Weiß auch nicht warum, aber im Rennbetrieb macht das jetzt keinen Unterschied. Auch hier gibt es Schaltwippen, die ein bisschen knackiger sich schalten lassen. Aber ansonsten, ja, alles Nötige ist an Bord. Das T300RS hat leider nur eine Plastikoberfläche. Das Lenkrad wirkt ein bisschen billig, wenn man es anfasst. Also von allen 3 wirkt es von der Verarbeitung fast am billigsten. Allerdings ist es nur vom ersten Anfassen her. Dann geht es zum Fanatec CSL Elite Wheel. Das hat eine extrem wertige Oberfläche. Ihr habt Alcantara Wildleder, glaube ich, dann Echtleder und hier alles Echtleder. Nur an der Oberseite eine Plastikkappe, dahinter verbirgt sich eben die Digitalanzeige und das Tuning-Menü. Und, wo ich es gerade schon in der Kamera habe, hier an der Lenkradbasis habt ihr eine Drehzahlanzeige, die zumindest von kompatiblen Spielen unterstützt wird, wo ihr eben genau euren Schaltpunkt seht. Sehr, sehr geil. Außerdem kann man an dem Fanatec alle Tastenkappen austauschen. Das heißt, wenn ihr irgendwelche anderen Tasten hier dran haben wollt, könnt ihr die austauschen, die sind mitgeliefert. Der erste Eindruck von den Lenkrädern ist, das G29 wirkt gut ausgestattet, hat allerdings den kleinsten Lenkradkranz, dann wirkt es deshalb ein bisschen zu klein. Das T300 hat den größeren Lenkradkranz, ist aber mit seinem Plastik ein bisschen mau. Und das Fanatec CSL Elite Wheel hat den besten Eindruck hinterlassen, dank Echtleder Einsätzen, sehr sehr guten Schaltwippen und sehr übersichtlicher Tastenanordnung. Es geht los in dem Spiel, das prädestiniert ist für ein Lenkrad, nämlich Assetto Corsa. Das hat auch mit das beste Force Feedback und das beste Fahrgefühl, und das ist natürlich perfekt, die Lenkräder hier mit zu vergleichen. Das Fanatec CSL Elite Wheel fällt vor allen Dingen durch seine Laufruhe auf, weil es relativ leise ist. Man hört nur den Lüfter leise werkeln im Lenkrad, und wenn natürlich die Force Feedback Effekte wirklich zum Tragen kommen, vor allen Dingen die Schläge am Steuer merkt man richtig und die hört man auch richtig. Aber ansonsten ist es extrem laufruhig, das Gerät. Die Force-Feedback-Effekte, wie erwähnt, sind extrem feinfühlig
aber genauso auch wuchtig, sie können beides sein. Also man merkt kleinste Effekte wie große Schläge am Lenkrad und man kriegt ein ganz gutes, ziemlich schnell ein ganz ziemlich gutes Gefühl für den Wagen, für den virtuellen Wagen. Man merkt die Fahrbahnoberfläche und es ist auch einfach ja, schön zu fahren. Es ist auch im Grunde meines Erachtens die Referenz unter den Lenkrädern und daran müssen sich jetzt das Logitech G29 und das Thrustmaster T300 RS nun messen lassen. Es geht weiter mit dem Thrustmaster T300 RS und da fallen sofort zwei Dinge auf, schon bevor man überhaupt losfährt. Die Lenkradbasis ist deutlich dicker und größer, allerdings ist dafür auch das Netzteil hier integriert und die mitgelieferten Standardpedale, diese kleinen Zweierpedale, sind sehr billig. Es gibt allerdings Ersatzpedale und teilweise gibt es auch die im Set mit dem Lenkrad. Die Pedale nennen sich T3PA und die empfehlen sich auf jeden Fall, weil vor allen Dingen, dass ihr ein besseres Bremspedal habt. Weil hier drücke ich einfach das Bremspedal durch und das ist wie ein Gaspedal. Wenig Druckpunkt, relativ schlecht. So schlecht, dass ich hier sogar einer mich überholen lässt. Ich bin wieder mit demselben Wagen auf derselben Strecke. Ich bin mit einem R8 Audi wieder in Spa unterwegs. Das Force Feedback ist ein bisschen anders hier. Es hat nicht so viel Schläge wie das, oder es schlägt nicht so stark, so wuchtig wie das Fanatec CSL. Es rumpelt mehr, es vibriert ein bisschen mehr, also nicht wirklich wie bei Vibrieren, aber es ist mehr ein Brummen, sage ich mal. Es ist schwierig zu definieren bei dem Gegendruck. Der Gegendruck ist übrigens gut, man hat auf jeden Fall ein gutes Gefühl am Auto, aber man merkt schon, es ist eher ein gleichmäßigeres Force Feedback, das nicht so differenziert ist wie beim Fanatec. Nichtsdestotrotz, es ist ein gutes Fahrgefühl, also man merkt auch die Curbs ganz normal, aber es wirkt alles ein bisschen gedämpfter. Letztlich der Eindruck ist gut, aber nicht so gut wie beim Fanatec. Man merkt schon den Preisunterschied und dass hier einige Kompromisse eingegangen wurden in Sachen Ausstattung. Einfach wahrscheinlich auch um den Preis zu halten. Und als letztes in diesem Vergleich kommen wir zum Logitech G29 und da fallen auch schon wieder zwei Dinge auf, bevor man überhaupt losfährt. Zum einen, das Lenkrad ist deutlich kleiner als bei den beiden Konkurrenten, also ein Stück weit ein paar Zentimeter Durchmesser fehlen hier. Ich habe jetzt nicht die genauen Maße da, es ist aber definitiv kleiner. Und vor allen Dingen im Vergleich zum T300 RS, zum Standardmodell, sind die Pedale deutlich besser. Vor allen Dingen, sie sind sehr schwer, sehr groß, die Pedalerie. Es ist ein Kupplungspedal dabei, das ich jetzt gerade nicht nutze. Und die Bremse braucht ein bisschen mehr Druck. Allerdings nicht so viel Druck wie beim Fanatec. Also eigentlich ist das auch ein bisschen verbesserungswürdig. Was natürlich auch gemoddet werden kann. Es gibt viele Leute, die modden ihre Pedale. Also das ist jetzt nicht kein definitives Kriterium. Das heißt, da kann man immer selbst auch was noch verbessern. Was mich jetzt vor allen Dingen überrascht, ist das sehr leichtgängige Force Feedback. Also der Gegendruck ist hier wenig, sehr wenig am Lenkrad. Er ist schon da, aber er ist wenig Gegendruck. Wirkt deutlich unrealistischer. Was auch da sind die Rütteleffekte, die sind nach wie vor da. Allerdings sind die auch deutlich weicher, oder nicht weicher, schwächer. Ein Stück weit schwächer und das Lenkrad scheppert ein bisschen dazu bei diesen Effekten. Ich habe das Ganze jetzt alles mit Standardeinstellungen gemacht, ich habe nichts geändert, also wenn man das noch höher setzen kann, werde ich das noch höher einstellen, weil das ist definitiv mir jetzt zu wenig Force Feedback, vor allen Dingen jetzt eben im Vergleich zu den anderen beiden. Ich habe auch weniger Gefühl fürs Auto hier. Und ich merke auch beim Einschlagen des Wheels, wie der Lenker mit den Zahnrädern und der Zahnstange entlang fährt. Das ist spürbar. Was allerdings positiv ist beim Logitech, ist zunächst mal, es gibt eine Drehzahlanzeige, die hier funktioniert in Assetto Corsa. Das ist schön. Das ist eine schöne LED. Die ist eben nicht an der Basis wie beim Fanatec, sondern am Wheel selbst.
Dummerweise, schade, dass das Wheel eben ein bisschen kleiner ist, deshalb wirkt das Ganze ein bisschen eher fast wie für Kinder, will ich jetzt nicht sagen, aber es klingt wie so eine eingeschrumpfte Version, es schaut aus ein bisschen wie so eine eingeschrumpfte Version. Weil mich das Force Feedback jetzt so negativ überrascht hat, ich hatte das nämlich viel besser in Erinnerung, dass es besser war, habe ich das Ganze nochmal in Project Cars hier getestet oder teste es hier gerade. Und hier bestätigt sich der Eindruck, der Gegendruck am Lenkrad ist viel zu wenig. Es ist deutlich weniger als beim T300 oder beim Fanatec CSL. Und es ist so ganz komisch, manchmal habe ich sogar das Gefühl, das Force Feedback ist sogar ausgeschaltet. Also wie gesagt, das Ganze bei Standardeinstellungen hier. Aber doch zwischendurch kommt dann doch wieder eine Bodenwelle, die mir einen Schlag aufs Lenkrad gibt und sagt, hey, ich bin noch da. Was gut ist natürlich auch wieder beim Logitech hier, der Drehzahlmesser funktioniert hier und nicht nur das, hier funktioniert auch das rote Rädchen. Da kann ich hier die Bremsbalance beispielsweise erhöhen oder verringern. Das ist zumindest eine nette Funktion. Ups, ich schalte schon wieder nicht. Nichtsdestotrotz macht das jetzt nicht wett, dass das Lenkrad ein relativ oder ziemlich mäßiges Force Feedback liefert. Leider. Da muss ich meine Meinung leider revidieren, die ich schon mal in einem vorigen Video hatte, wo ich das Logitech eigentlich mit als das aktuell beste PS4 Lenkrad betitelt habe, knapp vor dem T300. Weiter geht's mit dem Force Feedback. Ja, das G29 hat, wie schon erwähnt, einen Zahnstangen- oder einen Zahnradantrieb. Entsprechend unruhig läuft es und wenn Force Feedback Effekte auftreten, scheppert es. Außerdem, wenn man es dreht, hört man schon, es macht ein wenig Geräusche. Das ist einfach unruhig. Deutlich besser ist es beim T300. Das hört man auch leicht, aber es ist deutlich laufruhiger. Und auch das Force Feedback ist deutlich realistischer oder ein bisschen, wie soll ich sagen, gedämpfter. Es hat mehr Gegendruck auf dem Lenker und auch die Effekte sind ein wenig dezenter. Am laufruhigsten ist allerdings das Fanatec, das eigentlich fast keine Laufgeräusche hat und beim Force Feedback richtig gut zuschlägt. Der Gegendruck ist extrem hoch und die Effekte, die kommen richtig stark herüber. Schauen wir uns mal die Pedale an des G29. Ihr bekommt standardmäßig 3 Pedale, also Kupplung, Bremse und Gas, was eigentlich schön ausgestattet ist. Außerdem hat das eine Metalloberfläche. Die Pedalbasis ist sehr stabil und auch sehr schwer. Und die ist relativ rutschfest, aus zweierlei Gründen. Zum einen ist es natürlich, die Unterseite ist gummiert. Ihr könnt das Teil anschrauben, nötigenfalls an einem Renncockpit. Und das Geile ist, das ist eine super Idee, das Teil hat auch noch eine Art Stacheloberfläche, damit das euch in den Teppich schön sich einkeilen kann und nicht verrutschen kann. Das ist eine sehr gute Idee, das hat auch sonst kein Hersteller und das Ganze ist auch einklappbar. Das Wichtigste für mich immer beim Pedal, das Bremspedal, denn das muss entsprechenden Gegendruck haben. Das hat einen ganz guten Druck und ja, braucht schon ein bisschen Kraft, um bremsen zu können. Gaspedal läuft ganz normal, genauso wie das Kupplungspedal, das ist allerdings nicht ganz so entscheidend. Weiter geht's beim T300 RS. Die Pedale sind die miesesten, die hier im Vergleich aufgetreten sind. Was auch daran liegt, das sind die Standardpedale. Man sieht es eigentlich schon, es ist eine kleine Basis, die ist relativ wackelig. Es sind 2 Pedale. Das Bremspedal hat ein bisschen mehr Widerstand als das Gaspedal, aber es ist immer noch zu leichtgängig, definitiv. Trotzdem Metallpedale hier, das ist ganz nice, aber der Rest ist Plastik und auch nicht so besonders rutschfest. Das T300 lässt sich aber upgraden. Es gibt bessere Pedale, nämlich das T3PA Pedal. Da habt ihr dann auch eben, genauso wie beim Logitech, 3 Pedale und einen besseren Druck auf dem Bremspedal. Zuletzt gucken wir noch auf die Pedale des Fanatec Elite CSL Wheels. Die sind allerdings nicht mitgeliefert, wie gesagt, die sind optional, die müsst ihr extra dazu kaufen. Aber dafür bekommt ihr auch extrem gute Qualität und eine relativ breite Lenkradbasis, wo ihr die Pedale auch noch beliebig anordnen könnt. Das heißt, ihr könnt die horizontal hin und her rutschen und entsprechend verschrauben, je nach Vorgeschmack. Standardmäßig bekommt ihr 2 Pedale.
Ich habe jetzt hier noch ein drittes Pedal dran, einfach deswegen, weil ich ein Load Cell Kit hier dran gebaut habe. Das ist wieder separat erhältlich und das gibt euch noch deutlich krasseren Gegendruck bei der Bremse, was sehr gut ist und jederzeit eigentlich im Fahrbetrieb überzeugt. Kommen wir zum Fazit. Das Fanatec CSL Elite Racing Wheel übertrumpft alle anderen, ganz simpel. Es ist natürlich auch entsprechend höherpreisig, das heißt, das Lenkrad an sich kostet schon 500 € und die Pedale kosten nochmal extra. Aber das Teil hat deutlich besseres Force Feedback, es hat deutlich bessere Laufruhe, es ist am besten verarbeitet, es wirkt am wertigsten und es steuert sich einfach am besten. Ihr habt einfach das beste Fahrgefühl mit dem Fanatec. Mit den anderen beiden ist es nicht ganz so krass. Das Fahrgefühl beim Thrustmaster T300 RS ist am zweitbesten, würde ich sagen. Was komischerweise oder ziemlich abfällt, ist das Logitech G29. Das fällt in Sachen Fahrkomfort am weitesten ab. Es hat mit die schlechtesten Force-Feedback-Effekte oder die, ich sag mal, müdesten. Es wirkt ein bisschen so, als würde man dem noch einen Arschtritt geben müssen, den Force Feedback, dass es richtig in Gang kommt, aber es kommt nicht in Gang, dummerweise. Das macht das Thrustmaster besser, das ist auch, liegt auch natürlich an der internen Technik, nämlich die beiden benutzen einen Riementrieb intern und dazu einen Servomotor. Das Thrustmaster, das Logitech dagegen benutzt noch einen Zahnstangentrieb mit Zahnstange und Zahnrad und das hört man auch beim Lenken und man merkt es beim Lenken auch. Und das stört und das macht auch einen ziemlichen Krach bei Force-Feedback-Effekten. Das hier ist extrem leise, das Thrustmaster, sehr, sehr komfortabel. Das Logitech, das Fanatec macht ein bisschen mehr, ist ein bisschen hörbarer bei Force-Feedback-Effekten. Aber trotzdem ist es allgemein das laufruhigste von allen. Also wenn man den Lenker dreht, man hört ihn quasi nicht. Bleibt die Frage, was sollt ihr jetzt nun kaufen? Wenn bei euch der Preis kaum eine Rolle spielt, würde ich auf jeden Fall das Fanatec CSL Elite Racing Wheel nehmen. Es ist für diesen Preis, es ist einfach das beste Force Feedback Lenkrad, das es gibt. Punkt. Natürlich ein bisschen höherpreisig, das Ding kostet 500 €, dazu die Pedale kosten 90 €, gibt es auch als Starter-Set für 520 € und ihr könnt das Ganze aber auch upgraden, ihr könnt andere Lenker kaufen und dran montieren und könnt euch das Ganze konfigurieren, wie ihr wollt im Fanatec Shop. Wenn bei euch der Preis doch mehr eine Rolle spielt, dann bleiben natürlich noch das T300 RS und das Logitech G29. Die beiden sind ähnlich geartet, auch preislich. Aktuell, der offizielle Preis war bei denen 400 € mit Pedale, aber aktuell gibt es das Teil auf dem Markt ungefähr beide für 250 € ungefähr. Das heißt im Grunde die Hälfte vom Fanatec. Und da gibt es aber auch für mich jetzt einen klaren Favoriten, nämlich das T300 RS. Einfach, es hat das bessere Force Feedback. Das Force Feedback im Logitech ist einfach nicht besonders gut. Mir gefällt es nicht, es ist zu laut, es ist zu schepprig und das Thrustmaster ist deutlich ein Stück weit laufruhiger. Nicht so laufruhig wie das Fanatec, aber nichtsdestotrotz deutlich besser. Was mir am Thrustmaster nicht gefällt, ist, es ist fast nur Plastik verarbeitet hier. Alles ist hier Plastik, vor allen Dingen der Lenkerkranz. Das gefällt mir beim Logitech besser, das hat eine bessere Ausstattung, das wirkt einfach edler. Nicht so edel wie das Fanatec, muss ich immer wieder sagen. Das Fanatec ist natürlich am edelsten mit einem Lederüberzug, der quasi einem Auto gleicht, also einem Autolenkrad. Außerdem beim Logitech in der Grundausstattung sind die Pedale besser. Sie besitzen deutlich mehr Gegendruck als die sehr, sehr billigen Thrustmaster Standardpedale. Allerdings gibt es auch die kann man upgraden. Da gibt es ein besseres Modell, nämlich das T3PA. Die kosten aber allerdings nochmal 100 € die Pedale. Sind aber ein gutes Stück besser und sind auch empfehlenswert, dass ihr die dann euch schnappt. Ihr könnt auch beim T300 RS das Lenkrad austauschen. Das Ersatzlenkräder gibt es auch für um die 100 €. Dann ist dieses Manko auch erledigt. Das heißt, Thrustmaster genauso wie Fanatec haben im Grunde so ein modulares Konzept, das ihr dann upgraden könnt. Das habt ihr bei Logitech nicht. Logitech hat sich so ein bisschen auf die alten Stärken besinnt, denn das G25 und das G27 waren sehr, sehr gute Lenkräder. Das waren lange Zeit auch die Referenz in dieser Preisklasse. Allerdings hat sich Logitech hier ein bisschen ausgeruht auf den alten Lorbeeren und sie haben eigentlich quasi dasselbe nochmal gemacht in einem neuen Gehäuse und ein bisschen abgegradet, aber es ist überholt irgendwo. Nichtsdestotrotz, es ist allerdings auch
ein gutes Lenkrad. Es ist kein Schrott, den er da kauft. Es ist nur im Vergleich zu den anderen, fällt es ein bisschen ab. Und wie gesagt, damit würde ich sagen, Fanatec ist die erste Wahl, die zweite Wahl ist das T300RS und dann natürlich noch das Logitech G29. In dieser Reihenfolge würde ich meine Aufstellung, mein Testfazit ziehen. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, könnt ihr es gerne abonnieren und ein Gefällt mir da lassen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß beim Spielen. Macht's gut, bis dahin.